Fast jeder zweite Deutsche kann sich vorstellen, auszuwandern, aber nur die wenigsten wagen diesen Schritt. Nicht, weil es dafür keine Gründe gäbe, nicht, weil sie keine Sehnsüchte hätten und oft auch nicht, weil sie denken, es sei völlig unmöglich. Sondern wegen eines Satzes. Ein Satz, der vernünftig klingt. Ein Satz, den man sich selbst gut erklären kann. Du meinst also einen Satz, der wirklich klug ist? Ja, aber der manchmal auch wirklich Jahre frisst. Was für ein Satz ist das denn? Ja, aber erst wenn ich genug Geld habe, die Kinder groß sind, das Haus verkauft ist. Oder sowas, wenn ich die Sprache erst kann? Oder sowas wie erst, wenn ich weiß, dass es richtig sicher ist? Ja, und auch, wenn die Lage in Deutschland erst richtig schlimm wird. Oder wenn ich keine Angst mehr habe. Ja, und genau das sind Glaubenssätze. Glaubenssätze, die uns festhalten und nicht in Bewegung kommen lassen. Wir wollen euch damit nicht sagen, packt einfach eure Sachen und geht aufs Grüne drauf los. Sondern weil wir glauben, manche Menschen warten nicht darauf, bessere Voraussetzungen zu haben. Sie warten einfach darauf, keine Angst mehr zu haben. Und dieser Moment, der kommt wahrscheinlich nie. Und auch wir kennen diese Unsicherheiten, dieses mit sich selbst, mit seinem Partner, mit seinem Umfeld verhandeln, abwarten, abwägen. Ist es jetzt der richtige Moment? Dauert es noch? Brauche ich noch dies oder das? Und wir sagen das nicht aus einer überheblichen Position, als wenn wir alles richtig gemacht hätten. Ganz im Gegenteil. Genau. Wir hatten manchmal gar nicht die Zeit, jedes Detail uns 100-mal anzuschauen, jeden expliziten kleinen Punkt herauszufinden, um in ja keine Gefahr zu laufen. Bei uns stand der Zeitpunkt, den wir brauchen für die Auswanderung, ziemlich fest, weil ich schwanger war und ich wusste, ich wollte unsere Tochter in unserem Ankunftsland in Paraguay zur Welt bringen. Somit haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert und mit der Zeit, die uns zur Verfügung stand, die wichtigsten Punkte zu erledigen. Denn eins war uns klar: Das Leben, wie wir es in Deutschland geführt haben, das wollten wir definitiv nicht mehr. Genau das ist der große Unterschied. Viele denken beim Auswandern wahrscheinlich zuerst an einen ausgedehnten Urlaub. Dieses Gefühl vom Urlaub einfach in einen dauerhaften Zustand zu überführen. Aber für uns ging es nicht darum, diesen Zustand zu erhalten. Für uns ging es darum, den Ort zu finden, wo wir unser Leben freier selbst gestalten können. Wir hätten auch einen bequemeren Weg wählen können, zum Beispiel ein Land in Europa. Damals war da nicht nur Mut, obwohl viele, die uns kannten, genau das gesagt haben. Ihr seid aber mutig. Aber soll ich euch was verraten? Wir haben richtig die Hose voll gehabt. Wir waren unsicher. Es gab Nächte, in denen wir wach waren und uns wirklich gefragt haben, machen wir das Richtige? Ist das, was wir tun sollen? Also wir waren weit weg von einem sicheren Gefühl. Aber jetzt kommt der Punkt, auf den ich eigentlich zurück möchte. Dieser Satz, erst wenn, klingt ja erstmal total vernünftig und pragmatisch. Und das ist das Gemeine daran. Erst wenn wir genug Geld haben. Klingt natürlich vernünftig. Geld ist wichtig. Erst wenn die Kinder größer sind. Klingt verantwortungsvoll, logisch. Man denkt immer an seine Kinder. Erst wenn ich die Sprache kann. Klingt plausibel. Natürlich ist die Sprache auch wichtig. Erst wenn ich alles genau weiß. Das klingt reif. Natürlich sollst du nicht einfach ins Blaue drauf loslaufen. Das ist der kritische Punkt. Weil ab wann wird aus Vorbereitung Aufschub? Und das ist vielleicht die wichtigste Frage dieses Videos. Bereitest du dich wirklich vor oder beruhigst du nur deine innere Angst? Das ist oft nicht einfach zu beurteilen. Man informiert sich, man schaut Videos, man schreibt Kommentare, man geht in Foren, man versucht viele Informationen wie möglich zu erhalten. Aber wenn dann nach circa einem Jahr oder sogar noch länger nicht einmal der nächste Schritt Richtung Auswanderung gegangen ist, dann solltest du dich ernsthaft hinterfragen, ist das jetzt ein Aufschubverhalten oder dir noch dienlich? Denn ein Traum, der nie einen Termin bekommt und in die Umsetzung geht, bleibt einfach nur ein Traum. Eine der Kernfragen ist die: Will ich mein Leben wirklich führen oder will ich es einfach nur möglichst sicher verwalten? Jetzt nochmal ein konkretes Beispiel, was wir öfters hören. Wir wandern aus, aber nur, wenn wir genug Geld haben. Ja, Geld ist wichtig. Die tiefere Frage ist die: Wie viel ist genug? Wie viel brauchst du wirklich? 10.000, 30.000, 100.000, 1 Million? Und was passiert, wenn dieses Geld dann wirklich da ist?
Ja, jetzt haben wir ja schon so lange gespart. Jetzt dürfen wir ja nichts riskieren. Im Prinzip ist das so ein Gefühl von, jetzt müssen wir noch mehr Sicherheit schaffen, um in die Freiheit zu kommen. Denn es wäre ja dumm, das jetzt irgendwie aufs Spiel zu setzen, was wir uns jetzt so lange erarbeitet haben. Und plötzlich wird dieses eigentliche Geld kein Freifahrtschein für die Freiheit, sondern eine Kette, die wir die ganze Zeit mit uns mittragen. Versteht mich nicht falsch, natürlich braucht man ein Fundament zum Start in ein neues Leben. Aber irgendwann muss man klar unterscheiden zwischen wir bereiten uns vor Und wir versuchen, das Leben so abzusichern, dass uns nichts mehr passieren kann. Das Zweite wird ziemlich sicher nicht funktionieren. Nicht in Deutschland, nicht in Österreich, egal in welchem Land. Wir hatten auch nicht die perfekte Sicherheit, die es wahrscheinlich eh nicht gibt. Wir sind somit in Südamerika angekommen und das war nicht alles einfach oder glatt strukturiert und organisiert. Auswandern bedeutet nicht, dass alle Probleme weg sind, sondern dass ihr bereit seid, euren Problemen auf eine neue Art zu begegnen. Ein anderer beispielhafter Grund ist, wir gehen erst dann, wenn unsere Kinder größer sind oder wenn unsere Kinder erwachsen sind. Das klingt natürlich auf der einen Art erstmal sehr verantwortungsvoll. Dann sind sie alt genug, um für ihr eigenes Leben zu sorgen. Und dann können wir gehen. Allerdings ist dann abzuwägen, treffe ich die Entscheidung für mich, für mein Leben oder unser Leben im Fall als Familie oder nur abhängig von unseren Kindern, von unserer Familie, von meinem Arbeitgeber. Die Frage, die dahinter steht, glaubt ihr, ihr tut euren Kindern damit einen Gefallen, wenn ihr sagt, wir warten noch, bis die Kinder groß sind? Oder verwehrt ihr ihnen damit vielleicht große Chancen, andere Erfahrungen machen zu können? Zusammenfassend gesagt, was nehmen wir vielleicht unseren Kindern oder was verwehren wir ihnen? Welche neuen Möglichkeiten schafft ihr? Ihr seht, es ist sehr individuell, darüber eine Entscheidung zu treffen. Gibt es noch einen Grund, den wir öfters hören? Ja, natürlich. Erst wenn ich die Sprache richtig kann. Und glaubt mir, das Thema ist echt brisant und groß. Natürlich ist es sinnvoll und absolut hilfreich, wenn ihr die Sprache anfangt zu lernen, bevor ihr auswandert. Und trotzdem, es ist ein so individuelles Thema. Wie lange braucht ihr ganz persönlich, um eine neue Sprache zu integrieren? Denn in eurem Alltag in Deutschland werdet ihr nur selten diese Sprache nutzen. Wenn ihr allerdings vor Ort seid, direkt in dem Zielland, wo ihr sein wollt, könnt ihr euch immer wieder die Möglichkeiten geben, diese Sprache ganz direkt gezielt anzuwenden. Ihr lernt dann mehr wie ein Kind. Es passiert in dem Automatismus, es passiert über den Alltag. Ihr werdet mit der Sprache konfrontiert. Wenn ihr viel einfach nur eure Sprache mit euren Beziehungspartner sprecht, eure Muttersprache, dann dauert das Lernen der Sprache natürlich länger. Wenn ihr aber bereit seid und offen seid, auf die Menschen drauf zugeht, ihnen eine Möglichkeit gebt, mit euch zu kommunizieren, sei es auch am Anfang mit Hand und Fuß, werdet ihr die Sprache am Zielort viel, viel schneller, viel intensiver, viel authentischer, viel echter lernen. Und selbst wenn ihr die Sprache von vornherein schon perfekt sprechen könnt, werdet ihr trotzdem noch Probleme haben, weil es viele kulturelle Unterschiede gibt. Das haben wir von vielen Freunden und Bekannten erfahren, die in Beziehung mit Einheimischen sind und die trotz perfekter Sprache öfters Probleme haben, weil das Gesprochene im anderen nicht unbedingt das Gleiche auslöst. Ja, das stimmt. Es fängt bei Sprichwörtern an, bei ganz banalen Wörtern, die anders hinterlegt sind, durch die Kultur, durch den Gebrauch im Alltag, dass das, was du sagst oder vermitteln möchtest, etwas ganz anderes in dem Menschen hervorruft, als du eigentlich ursprünglich senden wolltest. Warten an sich fühlt sich erstmal sicher an. Das ist auch der Grund, warum es so verführerisch ist. Man hat ja erstmal nichts zu verlieren. Aber wenn du zu lang wartest, wird dein Auswandertraum irgendwann nicht größer werden. Er wird müder und verblasst. Am Anfang sagt man noch, Wir machen das. etwas später sagt man, Eines Tages machen wir das. und irgendwann sagt man dann, Vielleicht irgendwann. und noch viel später sagt man dann, Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. das ist traurig. Nicht, weil jeder auswandern soll, sondern weil viele Menschen nie prüfen, ob ihr Traum möglich wäre. Ja, das ist nicht, weil die Menschen bewusst ihren Traum aufgeben. Alltag kommt, neue Anforderungen kommen, vielleicht sogar nochmal ein Jobwechsel. Und dieser Traum, der am Anfang noch so laut gerufen hat, ja, wir machen das, wird Stückchen für Stückchen für Stückchen immer unrealistischer. Und jetzt ganz wichtig, jeder sollte für sich überprüfen, nach seinen Möglichkeiten, was er kann und was er möchte. Vielleicht reicht es ja auch schon, dass du dein Leben in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, wo auch immer du lebst, änderst. Vom Grund auf umkrempelst. Das muss ja nicht heißen, dass du dafür in ein anderes Land gehen brauchst.
Ja, das ist natürlich ein Weg. Aber wenn du innerlich spürst, dass dieser Gedanke über Auswanderung immer wieder auftaucht, du vielleicht sogar davon träumst oder es immer wieder in deinen Alltag aufploppt, ach, wie wäre es doch dort oder dort, dann setz dich hin und mach dir ernsthaft Gedanken darüber, welche realistischen Schritte du tun kannst, was du noch konkret vorbereiten musst. Vielleicht ist die wichtigste Frage nicht, bin ich schon bereit auszuwandern? Sondern, was wäre mein nächster echter Schritt? Dabei geht es gar nicht darum, den perfekten nächsten Schritt zu tun. Es geht darum, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich jeden Tag mal 20 Minuten hinzusetzen und in sich selbst hineinzuschauen. Was brauche ich, was möchte ich, was kann ich, was für Mittel stehen mir zur Verfügung. Nehmt euch jeden Tag etwas Zeit für die Sprache. 20 Minuten, zum Beispiel mit Duolingo. Und auch diese unbequeme Frage, will ich wirklich auswandern oder will ich nur aus meinem jetzigen Zustand raus? Das ist eine harte Frage, aber sie ist fair, weil nicht das Auswandern löst deine Probleme. Aber manchmal ist das Land schon Teil der Probleme. Deshalb sollte man das klar auseinandernehmen und sollte prüfen, aus welchen Gründen möchte man denn gehen. Wir waren damals ja in einer ähnlichen Situation und vielleicht hätten wir uns selber auch mehr Zeit gegeben, wenn die Schwangerschaft nicht gewesen wäre. Ihr müsst abwägen, was der eigentliche wesentliche Grund ist, warum ihr auswandern wollt. Der war bei uns halt schon sicher und somit stand für uns fest, wir gehen, auch wenn die Sprache noch gar nicht perfekt sitzt. Auch wenn vielleicht noch nicht die Geldmittel vorhanden waren, die wir gern gehabt hätten. Ein für uns wichtiger Kernsatz. Wer auf absolute Sicherheit wartet, entscheidet sich oft unbewusst für sein altes Leben, das er eigentlich gern verlassen möchte. Das klingt vielleicht hart, aber wenn du wirklich einen anderen Weg gehen möchtest, dann musst du irgendwann ins Handeln kommen. Die Frage ist nicht, hast du Angst? Natürlich hast du Angst. Die Frage ist die Angst ein Warnsignal oder ist sie mittlerweile dein Gefängnis geworden? Und wenn du dich gerade wieder siehst und selber so einen Satz im Kopf hast, erst wenn, dann schreib uns dein erst wenn in die Kommentare. Worauf wartest du?